Okay, das ist jetzt zu krass. Das war der absolute Horror. Du wirkst nicht so entspannt. Nee, ich bin auch nicht entspannt. Purer Ekel. Ich war dann Lady Sakrotan. 2 so Fläschchen am Tag. Am Tag? Mein Name ist Chitel Balser. Ich bin Psychologin und arbeite seit über 20 Jahren therapeutisch mit Menschen. Mein Spezialthema sind Ängste und deren Überwindung. Schloss Hohenroda in Nordhessen. Hier treffen sich 4 Menschen, die alle ein Ziel haben: raus aus der Angst, endlich ein Leben ohne Einschränkungen. Seit 4 Monaten arbeiten sie mit Hilfe der Therapeutin Chitel Balser daran, ihre Ängste zu überwinden. Jetzt wollen die 4 hier den letzten Schritt in ihr neues Leben wagen. So wie die 54-jährige Innenarchitektin Anne. Anne leidet seit Jahren unter Enge und Kontrollverlust. Fahrten mit dem Aufzug, Reisen in den Urlaub mit dem Flugzeug oder Türen, die sich im Konzertsaal schließen, ein Albtraum für die erfolgreiche Geschäftsfrau. Ich habe so den Deckel drauf gehalten, dass ich sozusagen mir das niemand anmerkt. Du darfst nicht schwach sein. Ich rolle dich ein, sodass du halt wirklich so bist und dich nicht bewegen kannst. Das ist krass. In kleinen Schritten will Chitel Anne deshalb in ein neues Leben ohne Angst führen. Entrollen bitte, ganz schnell. Als ich die Brille gesehen habe, dachte ich, das wird jetzt eng. Dann kannst du dich einmal umdrehen. Oh nein. Man fühlt's richtig. Deine Aufregung geht immer wieder hoch und geht aber dann auch wieder ein bisschen runter. Ich stehe vor der Kirche. Und da sind alle weggefahren. Meine Eltern alle weg. Mit Hypnose hat Chitel auf Sylt Anne auf ihre nächste Aufgabe vorbereitet. In der Nordseeklinik in Westerland will die Psychologin Anne an ihre Grenzen führen, im MRT. Ich habe schon so etwas geahnt, wenn nicht sogar geträumt. Bitte kein MRT. Und genau das wurde dann heute mit mir gemacht. Und das war auch sehr überraschend für mich. Und kommst du mit rein? Oder Ich komme natürlich mit rein. Gott sei Dank. Also ohne dich würde ich da jetzt erstmal nicht reingehen. Wir haben ja jetzt auch schon öfter mitbekommen, dass du in deiner Vorstellung die Sachen schlimmer machst, als sie in der Realität sind. Das Ziel ist immer, dass du frei wirst von deiner Angst. Ich merke ja auch, dass ich jetzt schon aufgeregt bin. Ja. Du hast Herzrasen bekommen? Mhm. Ganz kalte Hände. Wir gehen einmal geradeaus. Okay. So, und dann sehen Sie das Gerät schon. Wir bleiben jetzt einmal vorher stehen. Mir geht es auch nicht immer darum, dass alles sofort geschafft wird, sondern einfach erst mal zu gucken, dass sie mit der Realität in Berührung kommt und dann Entscheidungen treffen kann. Aber aus einer Freiheit heraus und nicht nur aus der Angst. So. Anne, ganz schön Platz. Ja, hier kommst du in den Kopf hin. Die Röhre ist schon so, dass man dort reingequetscht wird. So empfinde ich das. Dieses MRT-Gerät, das klopft ja extrem laut. Also je nachdem, glaube ich, wo man untersucht wird. Aber wenn es der Kopf ist, sind ja wahnsinnig laute Geräusche. Immer wenn die Anspannung ganz, ganz stark wird, dann fängt sie an zu weinen. Dann fließen einfach Tränen und gleichzeitig kommt wieder dieser Kampf. Sie möchte es nicht zulassen. Sie möchte nicht schwach sein. Das ist für sie unaushaltbar. Jetzt nur bis zum Kopfesmasse. Ja. Alles gut. Wir machen keine Tricks. Wir machen keine Tricks, okay?
Das ist typisch bei Angstpatienten. Sie musste alles genau wissen, was jetzt passiert. Wie es fährt, wie es ruckelt, wie weit sie reingeschoben wird, das war das Wichtigste, dass ihr wirklich bestätigt wurde, der Kopf bleibt draußen. Einmal ging es ganz schnell und es stoppte nicht. Also ich bin fast mit dem Kopf, obwohl man mir versprochen hat, nicht mit dem Kopf in diese Röhre. Aber ich bin fast dann da reingefahren. Ich dachte, das hört hier nie auf. Da war sofort eine Panik, da war eine Anspannung, das geht nicht. Und sie hat auch wirklich mit der Hand quasi wieder wie versucht, sich rauszustützen. Und selbst diese eine Sekunde ist für sie schon unaushaltbar. Uff, ja, das war nicht angenehm. Nee, fand ich nicht schön. Eigentlich war ich ein bisschen enttäuscht. Normalerweise fehlten ja nur ein paar Millimeter. Ja, alles gut. Ja? Okay. Ein Kreislauf ist Ja, okay. Ich begleite dich jetzt noch ein bisschen. gesagt. Ne? Ja. Oha. Jeder Zentimeter war für sie ein Kampf und es ist großartig, dass sie es schon so weit gemacht hat. Ja, also diese Bewegung in die Röhre, dass ich auch merkte, da kann ich gar nicht stoppen. Also das ist von der Technik abhängig. Und das kam mir vor wie eine Ewigkeit. Ich bin aber gar keine Stimme mehr. Heute war ich noch nicht so weit. Das ist auch gerade im Moment noch sehr, sehr viel. Diese ganzen Themen, die hier geöffnet werden. Und die Chitel macht mich ja auch in vielen Themen auf. Ich denke, momentan ist es noch etwas unvorstellbar für sie ganz reinzugehen, aber sie hat jetzt positive Bilder dazu gewonnen. Vorher war die MRT-Röhre einfach nur ganz schlimm, furchtbar, noch Horrorszenario und jetzt nimmt sie auch gute Erinnerungen mit. Warst du so ganz entspannt? Hast du super gemacht. Ja. Noch ist Anne nicht am Ziel. Deshalb will die Psychologin in Annes Heimat Kiel einen Zwischenschritt einbauen am Marine-Ehrenmal in Laboe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wollt ihr mit mir ins U-Boot in die Enge oder wollt ihr mit mir aufs Laboe eher mal in die Höhe? Oder beides? Wir gehen heute ins U-Boot. Okay. Und zwar, du gehst alleine. Ins U-Boot alleine? Ja. Hier ist deine Kamera. Also, dass du die einfach einigermaßen so auf dich hältst. Ob du wackelst, das macht nichts. Mach dir da keine Sorgen. Aber einfach, dass du dich dabei filmst, wie du jetzt hier durchgehst. Gehen wir mal da hoch. Okay. Oh nein. Okay, ich bleibe draußen. Oh Gott. Es ist Stehhöhe, es ist... Ich weiß nicht, ich sehe noch nicht den Ausgang, aber ich gehe dann einfach jetzt mal los. Du achtest auf dich, wie es dir geht und bist einfach fokussiert auf den Tunnel und dann das Ende. Für mich war auch der Grund, dass sie so ein starkes Bild jetzt bekommen kann, wenn ich in einem gruseligen U-Boot das schaffe, dann wird mir ein Parkhaus später nichts mehr anhaben, was in ihrem Alltag natürlich relevanter ist. Oh Gott. Und wie lang ist das? 100 Meter, 150.